Lektion 1: Lernplattformen und lebenslanges Lernen. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen, John. Haben Sie schon einmal einen Kurs auf einer Lernplattform belegt? Ja, ich habe mehrere Online-Kurse belegt. Welche Plattformen haben Sie zuerst ausgewählt? Ich begann mit einer bekannten globalen Plattform. Was hat Sie dazu bewogen, dort anzufangen? Der Kurskatalog war umfangreich und glaubwürdig. Haben Sie die Qualifikationen des Ausbilders überprüft? Ich habe ihre Qualifikationen und Branchenerfahrung geprüft. Wie haben Sie die Kurse ausgewählt, die Ihren Zielen entsprachen? Ich habe die Lernziele des Kurses auf meine beruflichen Bedürfnisse abgestimmt. Bevorzugten Sie kurze Mikrokurse oder vollständige Spezialisierungen? Ich habe beides ausprobiert und fand Spezialisierungen umfassender. Haben Sie alle enthaltenen Aufgaben erledigt? Ich habe die meisten Aufgaben erledigt, um neue Fähigkeiten zu üben. Hat der Austausch mit Gleichaltrigen Ihren Lernprozess bereichert? Das Feedback meiner Kommilitonen hat mein Verständnis und meine Perspektive vertieft. Waren die Diskussionsforen aktiv und hilfreich? Sie waren aktiv und enthielten oft wertvolle Erkenntnisse. Haben Sie Videovorlesungen mehr geschätzt als die Lektüre? Ich schätzte eine ausgewogene Mischung aus Videos, Lektüren und Projekten. Wie wichtig waren praktische Projekte für Ihren Erfolg? Praxisprojekte waren für die Anwendung der erlernten Fähigkeiten unerlässlich. Haben Sie nach Abschluss des Kurses ein Zertifikat erhalten? Ich habe Zertifikate für mehrere abgeschlossene Programme erhalten. Haben Zertifikate Ihre Karriere gefördert? Sie halfen dabei, Engagement und neue Kompetenzen unter Beweis zu stellen. Wurden diese Zertifikate von Arbeitgebern anerkannt? Die Anerkennung variierte je nach Arbeitgeber und Branche. Haben Sie jemals für verifizierte Anmeldeinformationen bezahlt? Ich habe für verifizierte Anmeldeinformationen bezahlt, weil sie einen Mehrwert boten. Hatten kostenlose Prüfungsoptionen dennoch sinnvolle Lernergebnisse ermöglicht? Die angebotenen Auditationen boten umfangreiche Inhalte ohne Zertifizierung. Sind Ihnen auf den Plattformen irgendwelche technischen Probleme begegnet? Gelegentlich traten Wiedergabe- und Navigationsprobleme auf. Waren die Antworten des Kundensupports hilfreich? Die Unterstützung war hilfreich, aber die Reaktionszeiten konnten langsam sein. Bevorzugen Sie Kurse in festen Gruppen oder Module im Selbststudium? Kohortenbasierte Kurse sorgten für Verbindlichkeit und Dynamik. Haben Fristen Ihre Abschlussquote verbessert? Die Einhaltung von Fristen erzwang stetigen Fortschritt und pünktliche Fertigstellung. Haben Sie jemals ein Studium abgebrochen? Ich habe einige Kurse unterbrochen, als sich meine Prioritäten überschnitten. Wie haben Sie die Zeit für das Online-Lernen eingeteilt? Ich habe feste wöchentliche Lernzeiten eingeplant und diese geschützt. Haben Sie während der Videovorlesungen nebenbei andere Dinge getan? Um meine volle Konzentration zu behalten, habe ich Multitasking vermieden. Konnten Sie die erlernten Fähigkeiten sofort in der Praxis anwenden? Ich habe viele Techniken in praktischen Projekten bei der Arbeit angewendet. Wurden auf den Plattformen Mentoring oder Coaching angeboten? Einige boten Mentoring-Programme für besonders begabte Lernende an. Hat Mentoring Ihr Wachstum beschleunigt? Das Mentoring-Programm bot maßgeschneiderte Unterstützung und ermöglichte schnellere Fortschritte.
Haben Sie vor der Anmeldung die Kursbewertungen verglichen? Ich habe Rezensionen gelesen und die durchschnittlichen Bewertungen sorgfältig ausgewertet. Gab es irreführende Rezensionen, vor denen man sich in Acht nehmen sollte? Einige Rezensionen wirkten voreingenommen und bedurften einer genauen Prüfung. Sind Sie auf Plattformen auf aggressives Upselling gestoßen? Es kam zu Zusatzverkäufen, insbesondere für Premium-Trucks und Abonnements. Empfanden sich die Abonnementmodelle als kosteneffektiv? Abonnements waren für Viellerner kostengünstig. Bevorzugen Sie die Bezahlung pro Kurs oder den Abonnementzugang? Ich habe mich für Abonnements entschieden, als ich mehrere Kurse geplant habe. Hatten Plattformpartnerschaften mit Universitäten Einfluss auf die Qualität? Universitätspartnerschaften förderten oft die akademische Strenge. Haben Sie an professionellen Zertifikatsprogrammen teilgenommen? Ja, ich habe ein professionelles Zertifikat im Bereich Datenanalyse erworben. Wurde diese Qualifikation von Arbeitgebern geschätzt? Manche Arbeitgeber legten großen Wert darauf, andere priorisierten die Berufserfahrung. Haben Sie die von Plattformen angebotenen Kompetenztests ausprobiert? Ich habe Tests durchgeführt, um Kompetenzlücken zu identifizieren. Waren Lernpfade hilfreich, um den Lernfortschritt zu strukturieren? Die Lernpfade verdeutlichten eine logische Abfolge der Kurse. Haben Sie Kollegen kennengelernt, die zu beruflichen Kontakten wurden? Ich knüpfte Kontakte zu Kollegen, die später zu Mitarbeitern wurden. Haben Sie Plattformportfolios genutzt, um Ihre Arbeiten zu präsentieren? Ich habe Projekte in ein Online-Portfolio hochgeladen, um meine Fähigkeiten zu demonstrieren. Waren die Plattformen mit LinkedIn integriert, um Erfolge zu teilen? Die Integration vereinfachte das Teilen und erhöhte die Sichtbarkeit. Haben Sie sich Sorgen um die Glaubwürdigkeit der Kursinhalte gemacht? Ich habe die Inhalte anhand von Primärquellen und Lehrbüchern überprüft. Haben Plattformen jemals kontroverse oder ungeprüfte Inhalte veröffentlicht? Gelegentlich war eine kritische Überprüfung durch die Lernenden erforderlich. Sollten Plattformen die Peer-Review von Kursmaterialien stärken? Ja, ein Peer-Review-Verfahren könnte die Qualität und das Vertrauen verbessern. Haben Sie Trends bei Mikrozertifikaten und Abzeichen bemerkt? Mikrozertifikate signalisierten Arbeitgebern spezifische Kompetenzen. Glauben Sie, dass Mikrozertifikate traditionelle Hochschulabschlüsse ersetzen werden? Sie werden die Studiengänge ergänzen, aber sie noch nicht vollständig ersetzen. Hast du Sprachkurse über eine Plattform belegt? Ich habe mehrere Sprachmodule absolviert, um meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Haben die Übungen Ihre Sprech- und Schreibfähigkeiten verbessert? Regelmäßiges Üben und Feedback haben meine Kommunikationstätigkeit verbessert. Hast du Live-Sitzungen oder vorab aufgezeichnete Lektionen besucht? Ich bevorzugte Live-Sitzungen wegen der Interaktion und des unmittelbaren Feedbacks. Haben die Plattformen ihren Fortschritt effektiv verfolgt? Die Fortschrittskontrolle half dabei, Motivation und Konzentration aufrechtzuerhalten. Haben sie personalisierte Lernempfehlungen geschätzt? Die auf meine Ziele zugeschnittenen Empfehlungen waren sehr hilfreich. Sind sie auf Inhalte gestoßen, die schnell veraltet sind? Die sich rasch verändernden Fachgebiete erforderten häufige Aktualisierungen der Kurse. Haben sie Kurse geschätzt, die aktuelle Fallstudien beinhalteten? Aktuelle Fallstudien machten das Lernen relevant und praxisnah.
Haben Sie jemals eine Rückerstattung für ungenügende Kurse beantragt? Ich habe bei mangelhafter Qualität Rückerstattung beantragt und manchmal auch erhalten. Haben Sie Kurse Freunden und Kollegen empfohlen? Ich habe nur solche empfohlen, die sich als wertvoll erwiesen haben und durchweg positive Bewertungen aufweisen. Glauben Sie, dass Online-Lernen die Bildung demokratisiert? Dies geschieht durch die Erweiterung des Zugangs zu vielfältigen Themen und Experten. Gibt es Bedenken hinsichtlich der Chancengleichheit beim Zugang zu Technologie? Ja, die digitale Kluft schränkt den Zugang für viele Lernende ein. Sollten Plattformen subventionierten Zugang für Lernende mit niedrigem Einkommen anbieten? Subventionen und Stipendien würden die Inklusion verbessern. Glauben Sie, dass sich die Akkreditierung im Bereich der Online-Bildung weiterentwickeln wird? Die Akkreditierung wird angepasst, um unterschiedliche Qualifikationen anzuerkennen. Hat Ihr Lernprozess Ihren beruflichen Werdegang verändert? Es eröffnete mir neue Möglichkeiten und verbesserte mein berufliches Profil. Würden Sie Lernenden raten, Ihren Lernprozess zu dokumentieren? Ja, das Dokumentieren von Projekten und Reflexion beweist Wachstum. Planen Sie, Lernplattformen weiterhin zu nutzen? Das werde ich, denn lebenslanges Lernen ist in einer sich wandelnden Welt unerlässlich. Ich schätze Ihren aufschlussreichen Bericht über Ihre Erfahrungen mit Online-Kursen. Lektion 2: Die Kunst des Notizmachens meistern. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen, John. Welche Methode bevorzugen Sie zum Anfertigen von Notizen? Für strukturierte Notizen bevorzuge ich die Cornell-Methode. Wie funktioniert diese Methode in der Praxis? Teilen Sie die Seite in Abschnitte für Hinweise, Notizen und Zusammenfassung ein. Verbessert dieses Format die Erinnerungsleistung? Es fördert aktives Engagement und regelmäßige Überprüfung. Verwenden Sie stattdessen manchmal Mindmaps? Ich nutze Minmaps für Brainstorming und komplexe Themen. Warum sind Mindmaps für Sie effektiv? Sie verdeutlichen Zusammenhänge und unterstützen das visuelle Gedächtnis. Bevorzugen Sie handgeschriebene oder digitale Notizen? Für den Einstieg ins Lernen bevorzuge ich handgeschriebene Notizen. Warum sollte man handschriftlich schreiben, anstatt zu tippen? Handschrift fördert eine tiefere Verarbeitung und ein besseres Behalten von Informationen. Wann nutzen Sie dann digitale Werkzeuge? Ich nutze digitale Notizen zum Organisieren und Teilen. Welche digitalen Apps empfehlen Sie? Ich empfehle Anwendungen, die das Taggen und Suchen ermöglichen. Kombinieren Sie verschiedene Methoden, um optimale Ergebnisse zu erzielen? Ich übertrage häufig handgeschriebene Notizen in ein digitales Format. Unterstützt dieser Transkriptionsprozess das Gedächtnis? Es festigt das Lernen durch Wiederholung und Reflexion. Wie verwaltet man große Mengen an Notizen? Ich erstelle Ordner und vergebe Schlagworte für Notizen, um sie leichter wiederzufinden. Verwenden Sie eine einheitliche Namenskonvention? Ich verwende für Titel immer Datum, Sangnamen und thematische Schlüsselwörter. Überprüfen Sie Ihre Notizen regelmäßig? Ich plane wöchentliche und monatliche Besprechungen ein. Wie lange dauern Ihre Feedback-Sitzungen? Kurze, zielgerichtete Sitzungen sind am effektivsten. Fassen Sie Ihre Notizen nach den Vorlesungen zusammen? Ich schreibe eine kurze Zusammenfassung, um das Verständnis zu festigen. Verwendest du in deinen Notizen Farbcodes?
Ich verwende Farben, um wichtige Punkte und Themen hervorzuheben. Verbessert Farbe das Textverständnis? Es hilft dabei, Konzepte zu unterscheiden und Informationen zu priorisieren. Verwenden Sie Diagramme und Skizzen? Ich füge Diagramme hinzu, um Zusammenhänge und Prozesse zu verdeutlichen. Sind Diagramme hilfreich für Sprachlernende? Sie liefern Kontext und visuelle Hinweise zum Vokabular. Erstellen Sie in Ihren Notizen Frageanregungen? Ich schreibe Fragen, um mich später selbst zu testen. Gehört Selbsttest zu Ihren Kerngewohnheiten? Für die langfristige Speicherung ist es unerlässlich. Wie annotiert man Texte effektiv? Ich unterstreiche sparsam und schreibe Randnotizen mit meinen Reaktionen. Unterscheiden Sie in Ihren Notizen zwischen Fakten und Meinungen? Ich kennzeichne Meinungen und gebe Quellen für Tatsachenbehauptungen an. Verwenden Sie Vorlagen für verschiedene Arten von Notizen? Ich verwende Vorlagen für Meetings, Vorlesungen und Recherchen. Sparen Vorlagen Zeit und erhöhen Sie die Konsistenz? Sie tun beides, insbesondere unter Zeitdruck. Wie kann man flüchtige Ideen unterwegs festhalten? Ich benutze ein kleines Notizbuch oder eine kurze Sprachnotiz. Transkribieren Sie Sprachmemos später? Ich transkribiere sie und integriere sie in meine Hauptnotizen. Nehmen Sie sich wöchentlich Zeit, um Ihre Rohnotizen zu ordnen? Ich nehme mir jede Woche Zeit, um meine Notizen zusammenzustellen und abzulegen. Wie nutzt man Notizen, um Aufsätze oder Präsentationen zu erstellen? Ich extrahiere die wichtigsten Punkte, erstelle eine Gliederung und erweitere diese anhand der Zusammenfassungen. Verlinken Sie zugehörige Notizen für Projekte? Ich erstelle Verknüpfungen und Querverweise, um ein Wissensnetzwerk aufzubauen. Üben Sie aktives Zuhören, um Ihre Notizen zu verbessern? Aktives Zuhören hilft dabei, die Kernbotschaften des Sprechers zu erfassen. Stellen Sie während der Vorlesungen klärende Fragen? Ich stelle prägnante Fragen, um sicherzustellen, dass ich alles verstanden habe. Achten Sie auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Detailgenauigkeit und Klarheit. Ich notiere die wichtigsten Details und vermeide eine wörtliche Abschrift. Wie geht man mit einer überwältigenden Informationsdichte um? Ich erfasse zunächst die Hauptideen und ignoriere Randdetails. Arbeiten Sie bei Ihren Notizen mit Kollegen zusammen? Ich tausche Notizen aus und vergleiche sie, um Lücken zu füllen und Fehler zu korrigieren. Überprüfen Sie die von Ihnen aufgezeichneten Fakten sofort. Unklare Fakten überprüfe ich anhand zuverlässiger Quellen kurz nach dem Unterricht. Wird beim Zitieren von Quellen der ursprüngliche Kontext beibehalten? Ich notiere Quellenangaben und Seitenzahlen, um die Genauigkeit zu gewährleisten. Verwendest du in deinen Notizen Eselsbrücken? Ich füge Merkhilfen für Listen und komplexe Sequenzen hinzu. Bringst du anderen dein Notizsystem bei? Ich zeige Kollegen und Studenten Methoden zum Üben. Wie kann man das Anfertigen von Notizen für das Sprachenlernen anpassen? Ich füge Übersetzungen, Beispielsätze und Aussprachehinweise hinzu. Beinhaltet du Hinweise zur verteilten Wiederholung in deinen Notizen? Ich markiere Elemente für regelmäßige Überprüfungs- und Testintervalle. Integrieren Sie Multimedia in Ihre digitalen Notizen? Ich binde Bilder, Links und kurze Audioclips ein, wenn sie nützlich sind.
Schützen Sie sensible Informationen in Ihren Notizen? Für private Daten verwende ich verschlüsselte Notizen oder gesperrte Ordner. Löschen Sie veraltete Notizen regelmäßig? Ich archiviere oder lösche Notizen, die nicht mehr relevant sind. Nutzen Sie eine Versionskontrolle für sich entwickelnde Projekte? Ich versehe Versionen mit Etiketten, um Änderungen und Fortschritte nachverfolgen zu können. Wie geht man mit widersprüchlichen Informationen in Notizen um? Ich dokumentiere Unstimmigkeiten und vermerke den Bedarf an weiterer Überprüfung. Legen Sie Lernziele fest, bevor Sie Notizen machen? Ich definiere Ziele, um meine Aufmerksamkeit zu fokussieren und die Auswahl zu notieren. Reflektieren Sie gelegentlich über die Effektivität Ihrer Notizen. Ich überprüfe mein System und optimiere meine Vorgehensweise vierteljährlich. Gibt es eine einzige Methode, die für alle optimal ist? Ich empfehle, die Methoden an die individuellen Lernstile anzupassen. Welchen praktischen Tipp würden Sie Lernenden jetzt geben? Setzen Sie sich klare Ziele, verwenden Sie kurze Zusammenfassungen und überprüfen Sie diese regelmäßig. Vielen Dank für die Bereitstellung eines umfassenden und anpassungsfähigen Ansatzes zum Anfertigen von Notizen. Lektion 3: Souveränes Auftreten im Vorstellungsgespräch. Wie bereitet man sich auf ein Vorstellungsgespräch vor? Ich beginne mit einer detaillierten Unternehmensrecherche. Welche Aspekte des Unternehmens untersuchen Sie? Ich beschäftige mich mit der Mission, den Produkten und den aktuellen Neuigkeiten des Unternehmens. Erfahren Sie etwas über die Unternehmenskultur? Ja, ich lese Rezensionen und Erfahrungsberichte von Mitarbeitern. Analysieren Sie die Stellenbeschreibung gründlich? Ich ordne meine Fähigkeiten den einzelnen aufgeführten Verantwortlichkeiten zu. Wie bereiten Sie Ihre Antworten auf häufig gestellte Fragen vor? Ich formuliere prägnante Antworten zu Stärken und Schwächen. Nutzen Sie die STAR-Methode für Verhaltensfragen? Zur Verdeutlichung nutze ich die Kategorien Situation, Aufgabe, Aktion und Ergebnis. Wie bereiten Sie sich auf technische oder rollenspezifische Aufgaben vor? Ich bearbeite relevante Problemstellungen und Fallstudien. Üben Sie laut vor dem Vorstellungsgespräch? Ich probiere laut, um Tonfall und Teaming zu verfeinern. Üben Sie mit einem simulierten Vorstellungsgespräch? Ich organisiere Probeinterviews mit Mentoren und Kollegen. Bitten Sie nach Probesitzungen um Feedback? Ich bitte um ehrliches Feedback und setze Verbesserungen um. Wie bereitet man eigene Fragen vor, die man Arbeitgebern stellen möchte? Ich bereite aufschlussreiche Fragen zu Wachstum und Erwartungen vor. Bereiten Sie Beispiele für messbare Erfolge vor? Ich erstelle Kennzahlen und konkrete Ergebnisse, um die Wirkung zu demonstrieren. Wie geht man mit Lücken oder Unzulänglichkeiten im Lebenslauf um? Ich betrachte Lücken als Lernphasen oder Phasen des zielgerichteten Übergangs. Beabsichtigen Sie zu erläutern, warum Sie Ihre vorherigen Positionen verlassen haben? Ich erstelle prägnante, positive Erklärungen mit Fokus auf Wachstum. Wie bereitet man sein Portfolio oder seine Arbeitsproben vor? Ich wähle relevante Textstellen aus und kennzeichne meine Beiträge deutlich. Passen Sie Ihr Portfolio an die jeweilige Stelle an, auf die Sie sich bewerben. Ich passe es so an, dass die relevantesten Arbeiten präsentiert werden. Wie planen Sie Ihre Kleidung für das Vorstellungsgespräch? Ich wähle professionelle Kleidung, die zur Unternehmenskultur passt. Legen Sie neben Stil auch Wert auf Komfort?
Ich lege Wert auf beides. Der Komfort stärkt das Selbstvertrauen. Wie bereitet man sich auf virtuelle Vorstellungsgespräche vor? Ich teste vorher die Stabilität von Kamera, Mikrofon und Internet. Passen Sie Beleuchtung und Hintergrund für Videoanrufe an? Ich sorge für gute Beleuchtung und einen ordentlichen, neutralen Hintergrund. Prüfen Sie den Meeting-Link und melden Sie sich frühzeitig an? Ich komme 5 bis 10 Minuten früher, um eventuelle Probleme zu lösen. Wie geht man mit Nervosität am Tag des Vorstellungsgesprächs um? Ich praktiziere tiefes Atmen und positive Visualisierung. Nutzt du vor dem Betreten des Raumes Powerposen oder Erdungstechniken? Ich nutze Erdungsübungen, um meine Stimme und Körperhaltung zu stabilisieren. Wie bereiten Sie Ihre Anreise zu persönlichen Vorstellungsgesprächen vor? Ich plane meine Fahrten so, dass ich zusätzliche Reisezeit für mögliche Verspätungen einplane. Bringen Sie Kopien Ihres Lebenslaufs und Ihre Referenzen mit? Ich bringe mehrere gedruckte Exemplare und eine Liste mit Referenzen mit. Haben Sie ein Notizbuch und einen Stift für Notizen dabei? Ich trage sie bei mir, um wichtige Punkte und die nächsten Schritte festzuhalten. Wie bereitet man sich auf ein Gehalts- und Leistungsgespräch vor? Ich recherchiere die marktüblichen Gehälter und lege eine klare Gehaltsspanne fest. Berücksichtigen Sie neben dem Gehalt auch die Gesamtvergütung? Ich berücksichtige Zusatzleistungen, Boni und berufliche Weiterentwicklung. Wie reagieren Sie auf unerwartete oder schwierige Fragen? Ich halte inne, atme tief durch und antworte überlegt mit Beispielen. Geben Sie jemals zu, dass Sie eine Antwort nicht kennen? Ich gebe Schwächen ehrlich zu und zeige auf, wie ich Lösungen finden würde. Wie kann man kulturelle Passung demonstrieren, ohne zu viel preiszugeben? Ich hebe übereinstimmende Werte und relevante Beispiele für Zusammenarbeit hervor. Besprechen Sie in Vorstellungsgesprächen auch langfristige Karriereziele? Ich beschreibe Ambitionen, die mit der Unternehmensentwicklung übereinstimmen. Wie kann man Begeisterung zeigen, ohne verzweifelt zu wirken? Ich zeige echtes Interesse und stelle intelligente Fragen. Nehmen Sie nach dem Vorstellungsgespräch Kontakt auf? Ich sende innerhalb von 24 Stunden eine kurze Dankes-E-Mail. Was sollte die E-Mail enthalten? Es sollte das Interesse bekräftigen und auf einen konkreten Moment des Interviews Bezug nehmen. Knüpfen Sie über berufliche Netzwerke Kontakte zu Interviewern? Ich nehme respektvoll Kontakt auf und füge eine kurze, persönliche Nachricht hinzu. Wie beurteilen Sie ein Angebot, wenn es eingeht? Ich vergleiche es mit meinen Prioritäten und den Ergebnissen meiner Marktforschung. Verhandeln Sie die Konditionen gegebenenfalls? Ich verhandle respektvoll und untermauere meine Argumente mit Daten. Wie geht man professionell mit Ablehnungen um? Ich bitte um Feedback und achte auf einen konstruktiven Ton. Nutzen Sie Ablehnung als Lernchance? Ich analysiere das Feedback und optimiere meine Vorbereitungsstrategien. Wie bereitet man sich mental auf schnelle Interviewrunden vor? Ich führe übersichtliche Notizen und frische die rollenspezifischen Beispiele zwischen den Runden auf. Passen Sie Ihren Stil für Panelinterviews an? Ich spreche jeden Diskussionsteilnehmer direkt an, halte Augenkontakt und fasse mich kurz. Wie handhaben Sie Gruppenübungen an Prüfungstagen? Ich vereine Führung mit Zusammenarbeit und höre aktiv zu. Bereiten Sie sich vor, indem Sie, wenn möglich, die Interviewer studieren?
Ich recherchiere ihren Hintergrund, um gemeinsame Interessen und eine gute Verbindung zueinander zu finden. Wie stellt man eine ethische und ehrliche Darstellung der eigenen Fähigkeiten sicher? Ich präsentiere meine Qualifikationen ehrlich und würdige die Beiträge des Teams. Bereiten Sie sich auf kulturspezifische oder verhaltensorientierte Interviewstile vor? Ich übe anhand von Situationsbeispielen und zeige dabei Anpassungsfähigkeit. Wie präsentiert man übertragbare Kompetenzen aus verschiedenen Branchen? Ich ordne die Kernkompetenzen der jeweiligen Rolle zu und liefere konkrete Beispiele. Bereiten Sie eine kurze berufliche Darstellung vor? Ich entwickle eine schlüssige Geschichte, die vergangene Rollen mit zukünftigen Zielen verbindet. Wie bewahrt man sein Selbstvertrauen im Wettbewerb mit vielen Mitbewerbern? Ich konzentriere mich auf meinen einzigartigen Wert und bereite mich gründlich vor. Üben Sie Ihre Schlussworte für das Ende des Vorstellungsgesprächs? Ich verfasse einen prägnanten Schluss, der meine Eignung und mein Interesse unterstreicht. Welche umstrittene Vorbereitungstaktik haben Sie beobachtet? Manche Kandidaten üben übermäßig auswendig gelernte Antworten, was unaufrichtig wirken kann. Wie vermeidet man es, einstudiert zu klingen und bleibt trotzdem gut vorbereitet? Ich übe flexibel und lege Wert auf authentischen Ausdruck statt auf Auswendiglernen. Beziehen Sie Mentoren in die abschließenden Vorbereitungen ein? Ich hole mir vor dem eigentlichen Interviewtag Feedback von einem Mentor und zu einem Probeinterview. Wie reagiert man, wenn Vorstellungsgespräche unerwartete Beurteilungen beinhalten? Ich bleibe ruhig, befolge Anweisungen und zeige Problemlösungskompetenz. Bereiten Sie Fragen zum Thema Vielfalt und Inklusion vor? Ich frage nach Richtlinien und Initiativen zur Bewertung der Unternehmenswerte. Wie beweist man ethisches Urteilsvermögen im Vorstellungsgespräch? Ich präsentiere Szenarien, in denen ich Integrität und Geschäftserfordernisse in Einklang gebracht habe. Welchen abschließenden Tipp würden Sie Lernenden geben, die sich auf Vorstellungsgespräche vorbereiten? Übe regelmäßig, hole dir Feedback und bleibe neugierig und bescheiden. Ich werde diese Strategien anwenden und mich sowohl gewissenhaft als auch authentisch vorbereiten.